Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Room 4 Old Sins. Ja, in der letzten Folge haben wir angefangen, dieses Haus hier zu untersuchen, dieses Modellhaus. Und dabei haben wir das Foyer abgeschlossen. Und wir haben da ein paar Dinge gefunden. Zuerst einmal diese Metallplatte hier. Und das sieht so aus, als könnte man das drehen. Nein, ich kann damit nicht interagieren. Okay, was ist hiermit? Das kann ich aktivieren. Und ein Schwan? Ist es ein Schwan? Ich glaube, das soll ein Schwan sein, oder? Ja, eine Schwanfigur. Okay. Ich vermute mal, die müssen wir da drüben einsetzen. Und wir bekommen eine Modelllampe. Okay, aha. Da fehlt eine Lampe. Okay, jetzt können wir also scheinbar auch auf die Rückseite von dem Haus. Da konnten wir vorher ja nicht hin, weil scheinbar es zu dunkel war oder so. Okay, hier oben haben wir eine Glocke. Da ist ein Loch in dem Gitter, okay. Interessant. Hier dieser Mechanismus da an der Seite, der ist mir vorhin schon aufgefallen. Also was heißt vorhin? In der ersten Folge. Da ist ein Loch im Boden. Ein Brunnen vielleicht. Was haben wir hier? Kann ich das da irgendwie einsetzen? Nein. Das kann ich drehen, okay. Interessant. Kann ich das da einsetzen? Nee. Hä, aber das ist doch... Oder? Wow, ich muss erst nochmal drauf... Ich kann es trotzdem nicht einsetzen. Hä, aber das ist doch die... Ach, das ist das Geländer daneben. Ah. Okay. Ja, und jetzt? Muss ich es jetzt... Ah, so, okay. Ich verstehe. So. Dann die nach unten. Dann kann ich das so drehen. Und dann kann ich das drehen. Und was bringt mir das? Oder muss ich das so ausrichten wie das? Also das nach unten. Das auch nach unten. Das nach da. Das nach schräg oben. Und das ganz nach oben. Ah. Okay. Ein weiterer Raum. Gehen wir mal rein. Das Arbeitszimmer, okay. Da unten ist irgendwas. Aha. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt gemacht habe, aber naja. Ich schaue mich erstmal nochmal weiter um, bevor ich da weitermache. Da ist irgendeine Maschine.
Das kann ich runter bewegen, aber das geht wieder hoch. Das kann ich drehen, okay. Aha. Da kann ich auch Sachen bewegen. Das kann ich auch runter machen. Was? Da ist ein Tresor. Okay. Ein Medaillon mit 4 Löchern. Da ist wieder ein Buch. Manual for Steam Engine bei Thomas irgendwas. Oh, okay, das ist jetzt scheinbar aus der Sicht von dem Mann geschrieben. Meine Frau ruft. Ich höre ihre Stimme aus dem Flur. Ist es heute? Es ging so schnell. Wenn ich mir ansehe, was aus meinem bescheidenen Arbeitszimmer geworden ist, bleibt mir der Mund offen stehen. Es gibt ganze Fachbereiche, die nicht so gut ausgestattet sind. Einige der Apparate könnte ich nicht mal beim Namen nennen. Ich erinnere mich daran zu lächeln, daran zu atmen. Das Objekt meiner Untersuchung ist ein merkwürdiges Ding. Ein kürzlich entdecktes Element, dessen Eigenschaften fast gänzlich unerforscht sind. So selten, so wertvoll. Ich bemerke, wie Abigail strahlt, und mein Herz macht einen Sprung. Endlich einmal kann ich ihr alles geben, doch ich muss sie von diesen Leuten fernhalten. Die Gesellschaft möchte man nicht zum Feind, und ich habe eine neugierige Ehefrau. Okay, ich vermute mal auch hier ist wieder nichts. Ah. Oh, das ist die Seite von vorher. Okay. Hier haben wir jetzt die Seite von vorher, die aus Sicht von Abigail geschrieben ist. Und hier haben wir jetzt diese zweite Seite, die aus Sicht von Edward geschrieben ist. Interessant. Okay, das sieht... Das Artefakt ist in dieser Maschine eingeschlossen. Ach, das da meinst du, ja. Hm. Okay. Da ist auch noch so ein Hebel. Okay, dann gehe ich mal wieder hier hin. So, hier. Das kann ich von Hand nicht drehen. Okay. Dann gucke ich mir mal das an. Wait. Hier waren Spuren, ne? Ah. Oh, okay, interessant. Huch, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, aber wenn ich das hier jetzt drehe, dann ist das ja da wieder falsch. Hier war das doch gerade richtig so. Was ist, kann ich hier irgendwie... Aha. Okay, ich kann den dahin bewegen. Aber was bringt mir das? Was bringt mir das, wenn ich den nach da bewege? Ich kann den darüber bewegen. Aber das bringt mir ja nichts. Okay. Aber das bringt mir jetzt was. Mhm. Oh, okay. Der muss so. Das ist das da nämlich. Das hat es bewegt. Ein Feuereisen. Das ist ein Symbol. Das sieht dem sehr ähnlich. Okay. Okay, was bringt mir das? Ah, das kann ich da draufsetzen.
Ein geformtes Metallstück. Ich hätte das jetzt ein Zahnrad genannt, aber gut. Da kann man irgendwas einsetzen scheinbar. Ich glaube, dass hier etwas fehlt. Ja, das war mein Gedanke. Mit den Büchern kann ich nicht interagieren. Okay. Hier oben ist noch irgendwas. Das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Dieser Griff lässt sich nicht bewegen. Ein Griff, der sich nicht bewegen lässt, ist aber eigentlich ziemlich unvorteilhaft, oder? Ich würde sagen, hier brauche ich irgendeine Kombination. Die Frage ist, wo kriege ich die her? Okay, ich habe hier jetzt ein Feuereisen und ein Zahnrad. Da bei dem Bild fehlt auch interessanterweise die Hälfte. Natürlich ist das Gesicht weggekratzt. Okay. Ach goddammit. Ich gehe mal aus Versehen aus diesen Räumen raus. Wo könnte ich das da gebrauchen? Warte mal, da unten ist so ein Plus. Da. Aha. Damit kann ich das aufmachen. Okay, das ist noch so ein Ding. Aber woher weiß ich, was das richtige Symbol ist? Das frage ich mich halt. Da oben ist so eine Spirale. Ist es einfach Trial and Error? Weil kann ich mir ja eigentlich nicht vorstellen. Aber scheint irgendwie der Fall zu sein. Ich finde keinen Hinweis darauf, was das richtige Symbol ist. Ne, warte mal, das passt noch nicht. Oder? Oder doch, das müsste eigentlich passen. Okay, das ist es also auch nicht. Nope. Das ist es. Glaub ja nicht, ich hätte diesen Knopf nicht gesehen. Okay. Damit kann ich das einstellen. Oh, und das ist drin. Ein Kurbelgriff. Okay. Und da kann ich es aufmachen. Und wir haben die Stelle, wo ich den Kurbelgriff brauche. Ja, perfekt. Was zur Hölle? Was ist denn das für eine Mechanik, Alter? Aha. Ich kann das damit darüber befördern oder darüber. Bringt mir jetzt was genau? Ah, der Mond muss... Ah, okay. Der Mond muss dahin. So. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. So. So. Jetzt muss ich die noch tauschen. Okay. Erstmal das nehmen. Der Modellbrunnen. Ah, der kommt sicher nach draußen dran. So. Okay. Dann würde ich sagen, gehe ich erstmal nach draußen und setze den Brunnen ein. Nämlich da. Und ich kann den Eimer runterlassen.
Okay, und da kommt ein weiteres Zimmer. Aber bevor wir uns das angucken, gucke ich mir erstmal noch hier den Teil an. Ich habe nämlich noch nicht alles angeguckt. Das Bauwerk scheint unvollständig zu sein. Ja gut, das sehe ich auch. Aha, die Tür, die geht nicht auf. Da oben haben wir noch irgendwelche Mosaike. Okay, da fehlt eins. Sollte da nicht etwas mehr geschmückt sein? Ja. Hier ist auch noch irgendwas. Da fehlt eine Treppe, würde ich sagen. Und da ist noch ein Wetterhahn. Aber ohne Hahn. Interesting. Okay, dann schauen wir erstmal hier rein. Die Küche. Hier können wir jetzt auch zum ersten Mal richtig rausgucken. Das ist cool. Okay, wir haben ein weiteres Buch. Mrs. Fawcett's Everyday Recipes. 22 Colored Illustrations. Okay, interessant. Ich bleibe auf dem Treppenansatz stehen, als ich von unten die lauten Stimmen höre. Geknurrte Drohungen machen ein Versprechen unverhohlener Gewalt. Es gibt nur wenige Fortschritte. Aber warum? Ich glaube nicht, dass Edward in der Lage ist, zu versagen. Die Worte, die sie benutzen, sind geheimnisvoll. Ich reibe mir zusammen, was ich kann. Diese Männer sind keine Wissenschaftler. Und ganz sicher keine feine Gesellschaft. Warum haben wir sie dann in unser Heim eingeladen? Endlich gehen sie. Ich muss Edward suchen, aber ich weiß nicht, wo ich bin. Zweimal muss ich kehrt machen, nur um das Arbeitszimmer zu finden. Das Arbeitszimmer meines Vaters. Eine Tür, an die ich die ganze Kindheit lang mein Ohr gedrückt hatte. Jetzt ist sie mir fremd, bis auf das Gefühl dessen, was sich dahinter befindet. Wie ein Makel, der auf der Welt liegt. Okay. Was haben wir denn da? Ein Bottich. Da unten kann ich was machen. Eine Stange mit Griff. Da unten ist etwas, aber ich komme nicht heran. Junge, kletter doch da runter, ganz ehrlich. Das ist groß genug, da kommst du durch. Da fehlt ein Stück Rohr. Da ist irgendeine Y-förmige Aussparung. Okay. Was kann ich denn mit diesem Griff machen? Vor allem, das finde ich auch gut. Da unten ist etwas. Etwas. Das ist nicht eine Flasche oder so. Das kann ich von hier oben nicht erkennen. Das ist etwas. Ah, dafür brauche ich diesen Griff. Interessant. Ist das die Kombination für drüben? Dreieck nach unten, Strich 2, nennen wir es V, I, W, 2 Kreise. Ist das die Kombination für drüben? V, I, W, 2 Kreise. Nee, das sind nicht Symbole, die ich hier auswählen kann. Okay, was kann ich denn hier machen? Hier kann ich drehen. Okay, damit kann ich das öffnen. Jo, ist das ein Bohrkopf da oben oder was? Okay, das blockiert. So sollte es ja klappen, ne? Ja. Ah, aber so geht's jetzt so nicht. Das heißt, jetzt muss ich so drehen, damit die da durch können. Und da geht's jetzt so nicht. Das heißt, ich muss sie so drehen.
Okay, interessant. Das zieht diesen Riegel weg. Okay, und da bekommen wir ein Rad. Da unten ist auch noch irgendwas. Aber da komme ich deswegen nicht dran. Okay. Das kann ich auch noch nicht aufmachen. Und hier brauche ich wahrscheinlich noch einen Griff. Ja. Das sieht so aus. Ich glaube, sonst habe ich hier nichts mehr. Okay. Kann ich das... Nee, das Rad... Das macht da keinen Sinn, oder? Nee. Was kann ich mit diesem Rad machen? Und wofür ist diese Kombination? Da ist ein Kreis drauf. Aber auf den anderen beiden sind keine Symbole. Da ist interessanterweise ein Fenster offen. Und ich kann auch auf diesen Turm zoomen. Ah, da steht wahrscheinlich irgendwie eine Spitze oder so. Ne? Normalerweise hat es mit einem Turm wie diesen mehr auf sich. Ja, da würde wahrscheinlich noch irgendwie so eine Spitze drauf gehören. Haben wir aber nicht. Oh, okay. Das muss sich aber schneller drehen. Dafür brauche ich wahrscheinlich das hier irgendwie oder so. Keine Ahnung. Das kann ich halt darunter bewegen. Aber dann kann ich das... Ich müsste das halt hiermit irgendwie festmachen. Aber das geht nicht. Sobald ich das loslasse... Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Aber wir gucken, ob wir diese Verwirrung nicht vielleicht in der nächsten Folge lösen können. Denn diese hier ist jetzt am Ende. Also, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, abonniert diesen Kanal. Bis dann.